Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Hi Tom, wie geht es dir heute? Hi Lilly, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Ich habe heute an Kunst gedacht. Magst du Kunst? Ja, ich mag Kunst sehr. Ich male und zeichne gerne. Und du? Ich mag Kunst auch. Ich liebe es, Kunstgalerien zu besuchen und verschiedene Malereien zu sehen. Digitale Kunst gefällt mir auch. Das ist interessant. Ich habe nicht viel digitale Kunst gesehen. Was ist digitale Kunst? Digitale Kunst ist Kunst, die mit Computern und Software erstellt wird. Künstler verwenden Werkzeuge wie ein Tablet und einen Stylus, um auf einem Bildschirm zu zeichnen oder zu malen. Das klingt cool. Ich habe einige bunte Bilder im Internet gesehen. Sind das digitale Kunstwerke? Ja, viele dieser Bilder sind digitale Kunst. Sie können sehr lebhaft und kreativ sein. Ich finde, digitale Kunst ist modern und macht Spaß. Da stimme ich zu. Ich finde die Idee, Technologie zur Kunstschaffung zu nutzen, toll. Aber ich liebe auch traditionelle Malerei mit Pinseln und Leinwand. Ich auch. Ich genieße Aquarellmalerei und Acrylfarben. Die Farben sind so schön und die Textur der Farbe ist herrlich. Ja, traditionelle Malerei hat ein besonderes Gefühl. Wenn ich mit Acrylfarben male, mag ich es, dass die Farbe schnell trocknet und man Farben leicht übereinander legen kann. Und bei Aquarellen vermischen sich die Farben auf eine sanfte Weise. Es ist sehr entspannend, mit Aquarellen zu malen. Ich besuche oft Kunstgalerien, um Ölgemälde zu sehen. Die Details in Ölgemälden sind erstaunlich. Sie wirken reich und tief. Ich habe einige Ölgemälde gesehen, die sehr realistisch sind. Die Schatten und das Licht lassen das Gemälde lebendig wirken. Ich interessiere mich dafür, verschiedene Kunststile zu lernen. Impressionismus gehört zu meinen Favoriten. Die Pinselstriche sind frei und die Farben sind leuchtend. Impressionismus ist schön. Er zeigt, wie sich das Licht in einer Szene verändert. Ich mag auch abstrakte Kunst. Sie ist anders und kreativ. Ja, abstrakte Kunst verwendet Formen und Farben auf eine einzigartige Weise. Manchmal ist es schwer zu verstehen, aber gerade das macht sie interessant. Ich denke, jeder Kunststil hat seinen eigenen Charme. Kunst ist ein Weg, Gefühle und Ideen auszudrücken. Da stimme ich zu. Wenn ich male, fühle ich mich glücklich und entspannt. Kunst hilft mir, meine Emotionen ohne Worte zu zeigen. Das geht mir genauso. Manchmal, wenn ich traurig bin, male ich eine dunkle Szene, und wenn ich glücklich bin, benutze ich helle Farben. Kunst ist wie eine Sprache, die jeder verstehen kann. Selbst wenn wir verschiedene Sprachen sprechen, können wir dasselbe Gemälde genießen. Genau. Ich liebe es, dass Kunst Menschen zusammenbringt. Ich gehe oft zu lokalen Kunstmessen, um verschiedene Künstler und ihre Arbeiten zu sehen. Ich war auch schon auf ein paar Kunstmessen. Es macht Spaß, Künstler live malen zu sehen. Manchmal versuche ich, wie sie zu malen. Ich gehe gerne an Wochenenden zu Malkursen. Ich lerne neue Techniken und treffe andere Kunstliebhaber. Das klingt großartig. Ich würde gerne eines Tages an einem Workshop teilnehmen. Ich möchte mehr über Aquarelltechniken lernen. Aquarellworkshops sind sehr beliebt. Du kannst lernen, wie man Farben mischt und verschiedene Pinsel verwendet. Es ist sehr kreativ. Malst du auch zu Hause? Ja, ich habe ein kleines Atelier in meinem Zimmer.
Ich habe einen Tisch, einige Leinwände und meine Pinsel. Ich male, wann immer ich freie Zeit habe. Ich habe auch eine kleine Ecke für Kunst in meinem Haus. Dort bewahre ich mein Skizzenbuch, Bleistifte und Farben auf. Ich liebe es, morgens zu skizzieren. Skizzieren ist eine gute Übung. Es hilft dir, dein Gemälde zu planen und deine Zeichenfähigkeiten zu verbessern. Ich skizziere oft einfache Formen und male sie dann mit Farben aus. Das macht mich ruhig. Manchmal benutze ich ein digitales Tablet zum Skizzieren. Es ist anders als Papier, aber es macht Spaß, neue Werkzeuge auszuprobieren. Ich habe deine digitalen Skizzen gesehen. Sie sind sehr kreativ. Ich möchte auch mehr über digitale Kunst lernen. Wenn du möchtest, kann ich dir einige grundlegende Techniken der digitalen Kunst zeigen. Wir können Software wie Photoshop oder Procreate verwenden. Das wäre wunderbar. Ich bin neugierig, wie man mit Ebenen und verschiedenen Pinseln in der digitalen Kunst arbeitet. Digitale Kunst ermöglicht es dir, Fehler leicht rückgängig zu machen und viele Farben auszuprobieren, ohne Farbe zu verschwenden. Das ist ein großer Vorteil. Manchmal mache ich Fehler in der traditionellen Malerei und es ist schwer, sie zu beheben. Ja, aber jeder Fehler ist ein Teil des Lernens. Ich glaube, dass sowohl digitale als auch traditionelle Kunst wichtig sind. Ich stimme zu. Jeder Stil hat seine eigene Schönheit und Herausforderungen. Ich mag es, beides zu kombinieren. Manchmal skizziere ich auf Papier und koloriere es dann digital. Das ist eine sehr kreative Idee. Stile zu mischen kann deine Kunst einzigartig machen. Ich interessiere mich auch für berühmte Künstler. Hast du einen Lieblingskünstler? Ja, ich bewundere Claude Monet. Er war ein impressionistischer Maler. Sein Umgang mit Licht und Farbe ist erstaunlich. Ich mag Vincent van Gogh. Seine Gemälde sind sehr emotional und voller Leben. Van Goghs Werke sind sehr kraftvoll. Die Wirbel der Farben in seinen Gemälden sind unvergesslich. Ich besuche oft das Museum, um ihre Gemälde zu sehen. Es inspiriert mich, mehr zu malen. Museen sind großartige Orte, um etwas über Kunstgeschichte und verschiedene Stile zu lernen. Ich lese auch Bücher über Kunst und schaue Videos von Künstlern bei der Arbeit. Etwas über Kunst zu lernen, lässt mich sie mehr schätzen. Ich möchte neue Techniken ausprobieren und meine Fähigkeiten verbessern. Ich auch. Ich denke, dass der Besuch von Workshops und Galerien uns hilft, als Künstler zu wachsen. Glaubst du, dass Kunst in unserem Alltag wichtig ist? Ja, ich glaube, Kunst macht unser Leben schöner. Sie kann in Form eines Gemäldes, einer Skulptur oder sogar eines gut gestalteten Raums sein. Ich stimme zu. Kunst fügt Farbe und Kreativität in unsere Welt hinzu. Sie lässt uns fühlen und nachdenken. Manchmal benutze ich Kunst, um mich zu entspannen. Wenn ich gestresst bin, male ich ein paar Minuten und ich fühle mich besser. Mir geht es genauso. Malen ist wie eine Meditation für mich. Es hilft mir, meinen Kopf frei zu bekommen. Ich genieße auch Musik und Lesen, aber Kunst ist mein Liebling, um mich auszudrücken. Kunst ist ein wunderbares Hobby. Es macht Spaß, ist kreativ und sehr persönlich. Ja, und es ist auch ein Weg, unsere Gefühle mit anderen zu teilen. Ich zeige oft meine Gemälde meinen Freunden und meiner Familie. Ich teile meine Skizzen gerne in sozialen Medien. Es ist schön, positives Feedback von anderen Kunstliebhabern zu bekommen. Soziale Medien können uns helfen, mit Künstlern aus der ganzen Welt in Kontakt zu treten.
Ich habe neue Techniken gelernt, indem ich kurze Videos online angeschaut habe. Ich habe viele Kunsttutorials auf YouTube gesehen. Sie sind sehr hilfreich für Anfänger. Ich nehme manchmal an Online-Kunst-Herausforderungen teil. Sie inspirieren mich, neue Stile und Ideen auszuprobieren. Das klingt sehr interessant. Ich würde auch gerne an einer Online-Herausforderung teilnehmen. Wenn du möchtest, kann ich dir einen Link zu meiner Lieblingskunst-Herausforderungs-Webseite schicken. Ja, bitte. Ich möchte lernen und meine Fähigkeiten verbessern. Kunst ist eine Reise. Jedes Gemälde, jede Skizze ist ein Schritt nach vorne. Ich glaube, dass Übung der Schlüssel ist, um ein besserer Künstler zu werden. Ich versuche, jeden Tag ein wenig zu malen. Ich auch. Selbst kleine Skizzen oder Farbstudien machen im Laufe der Zeit einen großen Unterschied. Ich fühle mich sehr glücklich, wenn ich ein Gemälde fertigstelle. Es ist, als würde ich eine Geschichte mit Farben erzählen. Kunst ist eine Möglichkeit, ohne Worte zu kommunizieren. Sie zeigt unsere Träume, unsere Gefühle und unsere Ideen. Ich bin sehr froh, dass wir so über Kunst sprechen können. Es lässt mich darüber nachdenken, warum ich das Malen so liebe. Ja, über unsere Interessen zu reden, hilft uns, sie besser zu verstehen. Ich fühle mich immer inspiriert nach unseren Gesprächen. Ich stimme zu. Ich lerne neue Dinge und sehe Kunst aus unterschiedlichen Perspektiven, wenn wir unsere Gedanken teilen. Vielleicht können wir eines Tages gemeinsam eine Kunstausstellung machen. Wir können unsere Gemälde zeigen und unsere Freunde einladen. Das ist eine wunderbare Idee. Eine Ausstellung wäre eine großartige Möglichkeit, unsere Kunst mit anderen zu teilen. Wir können eine kleine Galerie oder ein Gemeindezentrum auswählen. Es kann eine lustige Veranstaltung für Kunstliebhaber sein. Ja, und wir können auch unsere Maltechniken demonstrieren. Das wäre interessant für die Besucher. Ich bin sehr aufgeregt über diese Idee. Lass uns das irgendwann planen. Ich freue mich darauf. Bis dahin werde ich weiter an meinem Malen und Skizzieren arbeiten. Ich auch. Ich werde neue Techniken sowohl in der traditionellen als auch in der digitalen Kunst ausprobieren. Danke, Lilly, für dieses schöne Gespräch über Kunst. Ich fühle mich sehr inspiriert. Danke, Tom. Ich habe unser Gespräch sehr genossen. Kunst ist ein schöner Teil unseres Lebens, und ich freue mich, sie mit dir zu teilen. Ich hoffe, wir können in Zukunft mehr über Kunst sprechen. Vielleicht können wir sogar nächste Woche gemeinsam eine Kunstgalerie besuchen. Das ist eine großartige Idee. Ich würde mich freuen, mit dir in eine Kunstgalerie zu gehen. Wir können neue Malereien sehen, Künstler treffen und vielleicht sogar ein kleines Kunstwerk kaufen. Ja, ich freue mich auf unseren Besuch in der Galerie. Es wird ein schöner Tag. Danke nochmal, Tom. Hab einen wunderbaren Tag. Danke, Lilly. Hab einen großartigen Tag und viel Spaß beim Malen. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.